Hallo und herzlich willkommen bei uns bei der, ich muss mich kurz demaskieren, Junior-Gruppe. Willkommen an der Ziegelstraße in Plettenberg. Wir wollen uns heute mal ein bisschen vorstellen, damit ihr da draußen einen kleinen Blick in die Betriebe hier, die wir darstellen, bekommen könnt. Und deshalb werden wir euch jetzt erstmal zeigen, was ist denn eigentlich die Junior-Gruppe? Wir sind die Junior-Gruppe. Unser Name steht für den Erfolg von 2 starken in Plettenberg ansässigen Unternehmen. Alles begann mit einem Kleinbetrieb für Metallbearbeitung, gegründet von Alfred Junior im Jahr 1957. Und diese Halle hier an der Ziegelstraße war später die Keimzelle für die heutige Junior-Gruppe, zu der neben der MJ Gerüst GmbH auch die Junior Kühlkörper GmbH gehört. Die Unternehmen der Junior-Gruppe befinden sich seit ihrer Gründung in Familienbesitz und zählen zu den größten inhabergeführten Industriebetrieben in Plettenberg. Seit Anfang der 1970er Jahre hat sich die MJ Gerüst GmbH auf die Produktion von Gerüsten spezialisiert und die Produktpalette stetig erweitert. Mittlerweile zählen wir zu den 3 stärksten und führenden Gerüstherstellern Deutschlands. Unser Label Made in Plettenberg steht für unseren hohen Qualitätsanspruch. Mitte der 80er Jahre entstand die Junior Kühlkörper GmbH. Hier werden hochwertige Präzisionsbauelemente und Kühlkörper für die Elektronik- und Elektroindustrie produziert. International zählt unser Unternehmen zu den Top-Herstellern der Branche. Mit einer qualifizierten Ausbildung in unserem familiengeführten Unternehmen startest du einen interessanten und abwechslungsreichen Berufsweg. Bei uns erwartet dich die Mitarbeit in einem jungen, engagierten Team und ein moderner Arbeitsplatz mit Perspektive. Wir sind die Junior-Gruppe und freuen uns über deinen Besuch auf der digitalen Ausbildungsbörse 2020. Schön, dass du dabei bist. Ja, so ist das. Schön, dass ihr dabei seid. Und jetzt sind noch weitere Menschen dazugekommen. Einmal Petra Hessmer, hallo. Hallo Steffen. Und Janis Handelmann. Hi Steffen. Petra, du hast hier die Ausbildungsleitung inne. Was heißt das genau? Bist du dafür zuständig, was die Auszubildenden machen? Ich bin also nicht zuständig, was die machen, aber ja, ich kümmere mich federführend so ein bisschen alles rund um Ausbildung, was hier so passiert. Ist ja die Ausbildung in der Industrie ist ein ganz wichtiges Standbein für viele junge Menschen, die in den Beruf einsteigen. Warum ist das so wichtig, in der Industrie auszubilden? Die Ausbildung ist deshalb so wichtig für uns, weil wir brauchen Fachkräfte und Fachkräfte, die fallen nicht vom Himmel und wachsen selten auf Bäumen. Die müssen wir finden, ausbilden und denen einfach auch Zeit zum Lernen geben und Zeit, sich weiterzuentwickeln. Einen habt ihr gefunden, Janis. Genau. Vor 4 Jahren bist du, glaube ich, in den Betrieb gekommen? Nee, vor 8. Vor 8 Jahren, Entschuldigung, da habe ich mich ein bisschen verrechnet. Habe ich die Ausbildung erfolgreich beendet. Ja. Hast du den Kontakt zur Firma auch über die Ausbildungsbörse bekommen? Ja, das ist eigentlich, finde ich, der einfachste Weg, weil man so direkt einen Ansprechpartner vor Ort hat und kann dann auch persönliche Fragen stellen, die man im Telefonat vielleicht die einem gar nicht einfallen würde oder sich gar nicht trauen würde zu fragen. Ja, kannst du das Mikrofon ein bisschen näher nehmen, dann hört man dich besser. Alles klar. Also du bist Werkzeugmacher und, Werkzeugmacher. Mechaniker. Ne? Werkzeugmechaniker, Entschuldigung, das ist ja der korrekte Fachausdruck. Jetzt bist du noch auf dem Weg zum Techniker, das ist eine Zusatzqualifikation. Wie lange dauert die? Genau, die dauert in der Abendform 4 Jahre. Mhm. Ich habe jetzt die ersten 2 Jahre rum, bin jetzt im 3. Jahr und bin im Sommer 22 dann fertig. Und dann hast du noch einen Ausbildungsschein gemacht, einen Ausbilderschein. Was ist das genau? Genau, da weist man nach, dass man die theoretischen und praktischen Kenntnisse hat, um eine Ausbildung durchzuführen. Also wie man mit Auszubildenden umzugehen hat. Zum Beispiel, dass man auf welche Art und Weise man mit denen sprechen sollte, dass man immer auf einer Ebene sich unterhält und nicht herab oder runter. Und halt wie die Gesetzeslage dazu ist, wie viele Stunden die am Tag arbeiten dürfen, Urlaubszeit, Ruhezeiten zwischen Schule, Firma etc. Also ihr seid dann quasi die beiden ersten Ansprechpartner, wenn sich jemand jetzt von den Schülerinnen und Schülern bei uns bewerben möchte. Ja, das ist richtig. Welche Ausbildungsberufe haben wir denn zur Auswahl? Wir bilden im kaufmännischen Bereich Industriekaufleute aus und auch den Industriekaufmann EU. Das ist eine Zusatzqualifizierung, wo unsere Auszubildenden für einen gewissen Zeitraum auch im Ausland arbeiten. Im gewerblichen Bereich bilden wir die Werkzeugmacher aus, die Industriemechaniker, Zerspannungsmechaniker, Automatisierungstechniker, Elektroniker für Betriebstechnik. Ja,
Du bist in der Produktion halt eingesetzt hier. War das schon immer dein Wunsch, da mitzuarbeiten? Ja, das ist halt, ich sag mal, für einen Außenstehenden ist das immer schwer zu sagen, aber das ist halt so eine Gefallenssache. Weil wenn man selber an der Materie arbeitet, sieht man halt, was man am Tag schafft. Ja. Im Vergleich, wenn man im Büro guckt, hat man ja nur einen, in Anführungsstrichen, Zettelstapel vor sich, wo man nicht direkt mit dem Produkt zu tun hat. Wie hast du dich denn orientiert damals? Also du gehst auf so eine Ausbildungsbörse, du musst ja schon vorher irgendwie so eine Idee haben. Also viele Schülerinnen und Schüler machen das ja so, die gucken, was die Eltern machen oder was Bezugspersonen beruflich machen und orientieren sich dann in die Richtung. War das bei dir ähnlich? Ja, einmal durch Familie, durch meinen älteren Bruder, der hatte auch in der Zeit eine Ausbildungsstelle angefangen. Und Ja. halt durch Praktikas und Freiwilligpraktika, kann ich nur empfehlen. Dass man sich da die einzelnen Firmen, die einen interessieren, anguckt, auch wenn das nur ein Tag ist. Aber wenn sie direkt um an dem Umfeld zurechtkommt oder nicht, weil das ist ja für jeden das eigene Empfinden, wie man sich da wohlfühlt. Wie kriegt man denn einen Praktikumsplatz bei uns? Ja, erstmal einfach anrufen und fragen, ob wir einen freien Praktikumsplatz haben und dann eine kleine Bewerbung schicken. Und in der Regel machen wir das auch möglich. Ja, also wer hier eine Ausbildung machen möchte, der sollte natürlich auch vielleicht ein entsprechend gutes Zeugnis mitbringen oder spielt das nicht mehr so eine große Rolle? Ja, ein gutes Zeugnis ist jetzt relativ. Also man sollte schon einen Schulabschluss haben oder anstreben, der dem Ausbildungsberuf, den man ergreifen möchte, angemessen ist. Wichtig ist, dass der Azubi oder der potenzielle Kandidat sich ein bisschen mit dem Beruf auch beschäftigt hat, dass er vielleicht vorher ein Praktikum gemacht hat oder Ferienarbeit gemacht hat und oder sich vielleicht einfach im Internet informiert hat. Die Arbeit, die du machst, beschränkt sich die auf den Werkzeugbau für Kühlkörper oder auch für MJ-Gerüst oder ist das, Das ist eigentlich fließend? ohne wirkliche Grenzen, das ist eigentlich fließend. Das ist ein Teil, ist das bei Kühlkörper hauptsächlich der Spannungsbau für die Vorrichtung auf den CNC-Fräsmaschinen. Teilweise auch einzelne Werkzeuge, wo Kühlkörper mal gestanzt werden, weil die so nicht bearbeitet werden können. Aber hauptsächlich ist der Werkzeugbau für MJ-Gerüst tätig. Okay, danke. Und dann wollen wir doch jetzt mal die Frage klären, wenn man sich mit Gerüsten auskennt, ist das die eine Sache, aber was sind eigentlich Kühlkörper? Wo Strom arbeitet, entsteht auch Wärme. Um die meist unerwünschte Wärme in empfindlichen elektronischen Geräten schnell ableiten zu können, vergrößert man die Oberfläche der Wärmequelle. Ein Kühlkörper ist also ein Bauteil, das die Wärme an ihrem Entstehungsort gezielt aufnimmt und sie möglichst rasch an die Umgebungsluft wieder abgibt. Durch seine zahlreichen Kühlrippen vergrößert ein Kühlkörper die Oberfläche der Hitzequelle um ein Vielfaches. Ein enormer Kühlungseffekt entsteht, der durch die Auswahl von Material und Form des Kühlkörpers beeinflusst wird. Bei Junior Kühlkörper wird bevorzugt Aluminium für die Produktion verwendet. Jetzt habe ich gerade ganz vergessen, Danke zu sagen. Petra Hessmer, Dankeschön. Janis, danke, dass ihr uns so viel erzählt habt. Jetzt ist schon der nächste Gast hier, Chris Eckmann. Hallo. Hallo Steffen. Du kennst dich aus mit Kühlkörpern? Ich hoffe doch. Ja, dann erzähl mir doch mal ein bisschen was dazu. Hier liegt ja schon einer. Was haben wir denn da? Das ist jetzt ein standardmäßiges Strangpressprofil, wie wir es so schön sagen. Das wird im Presswerk hergestellt aus Aluminium, weil wir verbauen zu 95–98% Aluminium. Ja. Man muss sich das so vorstellen, es wird ein Bolzen aus der Hütte an das Presswerk geliefert. Also ein Vollmaterial, richtig schweres Zeug. Schweren Bolzen. Ja. Unterschiedlich groß, kommt immer auf die Maschine und auf das Werkzeug an. Und dann wird der Bolzen in das Werkzeug eingeführt und erhitzt auf ca. 480 bis 530 Grad. Das ist die Knetlegierung, also knetfähige Ja, Legierung. man kann von Kneten sprechen bei so einem schweren Metall. Ja? Sozusagen, ja. Okay. Und dann wird das mit mehreren tausend Tonnen Pressdruck durch die Matrize gedrückt. Das muss man sich vorstellen wie bei Omas Plätzchenbacken zu Weihnachten. Ja. Mit dem Mürbeteig und vorne raus kommt dann das fertige Plätzchen oder in diesem Fall halt das. Das ist dann aber länger als das Stückchen, das ich hier habe. Ne? Das ist unendlich, im Presswerk ist es unendlich, Ja. bis halt kein Material mehr da ist. Wie lang sind die Dinger, die bei uns angeliefert werden? Zwischen 6 Meter und 6,70 Meter. Und die Das gehen kommt dann hier in immer die drauf an. Verarbeitung. Genau. Ja. Die werden dann erstmal eingelagert und entsprechend dann auf Länge gesägt. Was ein Kühlkörper ist, haben wir gerade schon gelernt. Ja. Wir gucken uns noch ein paar schöne an. Also die sind ja ästhetisch wirklich, muss ich schon sagen. Also die kann man sich auch zu Hause aufs Regal stellen. Die sehen ja ganz nett aus. Richtig. Ja, spielt aber eigentlich gar keine Rolle, wie die aussehen. Hauptsache, die machen ihren Job. Richtig, die Funktionalität muss gewährleistet sein. Also man kann natürlich auch nicht alles pressen.
Auch da gibt es irgendwo die Grenzen, aber es sind fast keine Grenzen gesetzt, was die Form und die Das sieht jetzt so aus, als wäre das ein Bauteil, das wird immer nur auf Länge geschnitten dann, das Pressmaterial. Aber es gibt auch Kühlkörper, wo die Kühlrippen eingeklebt werden. Ne? Richtig, genau. Also das ist jetzt ein Standardpress, da werden die Rippen gleich mit angepresst. Es gibt aber auch noch die Form, wo wird nur die Basis, also die Basis gepresst und werden letztendlich die Rippen eingeklebt oder eingestanzt. Da gibt es mehrere Varianten, wie man das machen kann. Das ist jetzt für euch wahrscheinlich ein relativ kleines Teil. Für den Hausgebrauch ist das aber schon ein ganz großer Kühlkörper. Richtig. Wenn man jetzt sich denkt, wo begegnet mir so ein Ding im Alltag? Also wer schon mal seinen PC umgebaut hat, auf der CPU sitzt ja auch so ein Ding, ne? So ein Richtig. Kühlkörper. Das sind natürlich ganz kleine Kühlkörper. Ja. Das ist nicht unsere Kernkompetenz. Das ist vom asiatischen Markt, wird das beliefert. Bei uns, ich sage mal, das beste Beispiel sind Windkrafträder. Ja. Die kennt jeder. Da sind mehrere elektronische Bauteile vorne drin, wo Kühlkörper gebraucht werden, weil sehr viel Strom fließt, Wechselrichter, Umwandlung von Gleichstrom in Richtstrom. Und da braucht man ganz viele für. Ja, was ist hier vorne das? Das ist auch ein bewegliches Teil? Ja, das habe ich auch mal mitgebracht, weil wir bearbeiten nicht nur diese Strangpressprofile, sondern dieses Teil ist aus dem Vollen gefräst. Also das heißt, es ist ein kompletter Aluminiumblock und wird von allen Seiten bearbeitet. Das ist ein sogenannter Lachslausleser. Ein Lachslausleser? Ja, ob man es glaubt oder nicht. Das wird in der Fischzucht eingesetzt. Ach so, okay. Weil viele Lachse durch die... Ach so, Lachsausleser gesagt. Nee, Lachslaus. Lachslaus. Also es gibt eine Laus, die sitzt auf dem Lachs drauf als Parasit. Okay. Wie bei Menschen gibt es auch. Und dieses Gerät, hier kommt ein Laser rein, der erfasst diese Laus und schießt den von dem Lachs runter, ob man es glaubt oder nicht. Also danke, dass du das mitgebracht hast. Das ist eine Geschichte, die kann man abends noch am Stammtisch erzählen. Auf jeden Fall. Vielen Dank. Also, die ganze Welt der Kühlkörper, doch interessant und sehr vielschichtig. Danke, Chris, dass du uns das mal vorgestellt hast. Sehr gerne. Jetzt werden wir mal ein bisschen Platz machen für die Menschen, um die es heute geht, nämlich euch da draußen und unsere Auszubildenden, die vor kurzem auch noch Schüler waren. Heute geht es um die Ausbildung bei der digitalen Ausbildungsmesse und wir haben auch hier zwei Auszubildende aus unserem Betrieb. Hallo Ilham, hallo Moritz. Hallo. Hallo. Wir haben euch aus zwei verschiedenen Lagern hier hingeholt, einmal aus der Produktion und aus dem Vertrieb. Erzähl doch mal, was lernst du hier, Ilham? Ja, ich mache meine Ausbildung zur Industriekauffrau. Ich bin jetzt im 2. Lehrjahr und in der Ausbildung durchläuft man alle Abteilungen. Zurzeit bin ich in der Arbeitsvorbereitung. Und Moritz, was machst du? Ich bin Werkzeugmechaniker im 2. Lehrjahr. Das heißt, du bist die ganze Zeit nur in der Produktion unterwegs. Wir haben dich mal begleitet in deinem Arbeitsalltag. Das schauen wir uns mal an, was du da so zu tun hast. Gerne. Ja, was machst du da? Worum geht's? Ja, da hatten wir uns über den Arbeitsplan des Kühlkörpers unterhalten. Bei dem Kühlkörper ist das so, dass die Kühlrippen eingeklebt werden von Hand. Ja. Und da hatte mir der Betriebsleiter so einiges erzählt dazu. Das heißt, du bist also nicht nur im Büro unterwegs, sondern du bist auch viel im Betrieb, hast Kontakt zu den Mitarbeitern? Ja, es ist halt so, dass man in der Arbeitsvorbereitung sehr viel Kontakt zur Produktion hat, wie man da auch sieht. Und ja, in den anderen Abteilungen ist das eher so, dass man am Arbeitsplatz arbeitet, auch viel am Telefonieren ist. Aber in der Arbeitsvorbereitung hat man das dann so ausgeglichen. Was ja nicht unwichtig ist, dass man auch einen Bezug hat zu dem Produkt, das man da eigentlich verkauft. Ne? Genau, das lernt man dann auch. Ja. So ein Kühlkörper ist, auch wenn er recht groß ist in deiner Hand da jetzt, ein sehr empfindliches Gerät. Man muss also erstmal alle Toleranzen, alle Werte einhalten bei der Produktion und jetzt, das ist jetzt der Versand, glaube ich, ne? Oder was passiert da? Da sind wir jetzt gerade im Versand, richtig. Es ist oft so, dass die Kunden spezielle Verpackungsvorschriften haben und ja, da sieht man, wie ich das dem Kollegen eben gesagt hatte und er das dann dementsprechend so gut einpacken kann. Ja, da muss man bis zum letzten Augenblick dann auch wie so ein Baby drauf aufpassen. Genau, ne? auf Damit jeden es auch Fall. ordentlich ankommt beim darf Kunden. keine Kratzer ankommen.
Du, Moritz, arbeitest im Werkzeugbau an recht großen Geräten, an Werkzeugen, die hier in der Produktion zum Einsatz kommen. Das können wir uns auch mal anschauen. Was ist das für eine Maschine? Also das ist eine Dreiachs-CNC-Fräse. Da messe ich gerade ein Buchsenloch mit einem 3-Punkt-Mikrometer. Das ist, man muss sich das vorstellen, das wird noch zugemacht, ne, wenn da die Maschine arbeitet. Ja, da lässt man dich jetzt als Auszubildenden an solche teuren Maschinen ran. Ist eine große Verantwortung, die du da trägst. Ne? Ja. Was machst du da? Wenn ein gewisses Vertrauen da ist und man vorsichtig umgeht, dann... Hast du dir das sofort zugetraut, auch so eine Maschine zu bedienen und zu programmieren? Ja, man ist sicher vorsichtig am Anfang. Also da was kaputt zu machen, ist natürlich dann recht teuer. Ja, wenn man, du musst ja so ein Programm starten, so der grüne Knopf, den haben wir gerade gesehen. Ja, genau. Ne? Und das ist jetzt das Werkzeug, das du da bearbeitet hast in der Produktion. Was ist das genau für ein Werkzeug? Was macht das da? Das macht die langen Kopfstücke, die hinten auf Böden aufgesetzt werden. Bei den Gerüstböden. Ja. Das heißt, wenn du in der Werkzeugabteilung das Werkzeug nicht richtig vorbereitest, dann kann in der Produktion auch nichts funktionieren. Richtig. Das heißt, diese Verantwortung liegt dann auch auf deinen kleinen Schultern. Ja, zum Teil. Ja, interessant. Was macht man sonst noch als Werkzeugmechaniker? Es sind sehr viele verschiedene Tätigkeiten, ist recht abwechslungsreich. Im ersten Jahr habe ich viel zerspannt. Da gehört dann auch viel Putzen dazu, auch mal Werkzeuge putzen, auch mal die Halle fegen und von Spänen befreien. Ja. Das war am Anfang halt auch ein großer Teil meiner Aufgabe. Und jetzt mittlerweile bin ich auch ein bisschen selbstständig an Werkzeugen und ja, das macht mir eigentlich auch viel Spaß, weil man ein bisschen individuell auch Lösungen finden kann. Okay, Ilham, du hast neben deiner Ausbildung auch noch ein duales Studium hier begonnen. Genau, richtig. Im 2. Jahr habe ich angefangen zu studieren. Ich studiere Business Administration, ist natürlich sehr BWL-lastig und es macht auch ganz viel Spaß. Das ist eine Doppelbelastung, ja, die Ausbildung und das Studium gleichzeitig. Wie steckst du das weg? Es ist auf jeden Fall eine Herausforderung und man muss natürlich sehr viel Freizeit auch da investieren. Aber wenn man sich gut organisieren kann und seine Zeit gut managt, dann kriegt man das auf jeden Fall hin. Ja, vielen Dank, dass ihr uns mal einen Einblick in euren Alltag gegeben habt. Gerne. Jetzt muss ich euch bitten, die Mikros mal kurz abzulegen, weil wir müssen ein bisschen Platz schaffen. Weil ich möchte nämlich die 2 Kolleginnen, geh mal in die Totale da oben, dass man die mal sehen kann hier. Also einen Kollegen, eine Kollegin. Die Katharina und den Tobi möchte ich mal zu mir bitten. Hallo. Hi. Hi. Hallo Steffen. Ihr habt heute einen tollen Job, einmal Kameramann und einmal Aufnahmeleiterin, die hier ein bisschen den Hut auf hat, was die Zeiten angeht und dass wir uns hier nicht verplappern. Macht Spaß? Auf jeden Fall, sehr abwechslungsreich. Doch, Ja. macht Spaß auf jeden Fall. Das Soweit ich das beurteilen kann, macht ihr das doch ganz gut. Danke. hoffen wir doch. Dankeschön. Ihr seht fit aus, das liegt vielleicht daran, dass die Juniorgruppe euch unterstützt, fit zu bleiben. Wie funktioniert denn das? Genau, wir kriegen, also jeder Mitarbeiter hier hat die Chance, so einen Fitnesszuschuss zu bekommen. Nehmen auch sehr viele an, das Angebot. Und ja, ich bin im Aquamagis hier in Plettenberg und ja gut, zurzeit liegt das ja leider ein bisschen auf Eis, aber doch macht Spaß. Du gehst auch ins Fitnessstudio? Genau, ich gehe ins Feelgood in Plettenberg. Das mache ich seit Anfang meiner Ausbildung. Ja. Und ich finde, das ist ein sehr guter Ausgleich in der Freizeit zur Arbeit, wenn man mal einen stressigen Tag hatte, um den Kopf einfach mal frei zu kriegen, um sich auszupowern. Das ist eine super Sache. Was den Sport angeht, da seid ihr nicht alleine in der Juniorgruppe. Die Juniorgruppe geht auch jedes Jahr zum P-Weg-Marathon. Und da nimmt ein sehr großes Starterfeld teil an diesem Marathonwochenende. Und die Juniorgruppe, die bringt uns jedes Jahr diese schönen Bilder mit.
Danke, Team Junior! Da wird man ganz wehmütig. Da möchte man draußen Sport treiben in der Gruppe. Hi, Tobi. Hi, Steffen. Hast du auch schon mal beim P-Weg mitgemacht? Ja, habe ich auch schon mitgemacht. Man vermisst ihn ein bisschen, ne? Total. Also wer jetzt nicht aus Plettenberg kommt, das P-Weg-Marathon-Wochenende ist ein Traum hier in der Stadt. Muss man mal erlebt haben im September. Aber dieses Jahr ist er ausgefallen. Inklusive aufgebauten Gerüst von Junior. Natürlich, da geht es ja immer hoch und runter. Da ist immer was zu erleben. Was ich dich fragen muss, Tobias Barnewitz, du bist ja hier Vertriebsleiter bei MJ Gerüst. Was sind überhaupt Gerüstsysteme? Das sind Gerüstsysteme, ist schwierig, aber Gerüste generell sind temporäre Mittel, um nach oben zu steigen, sage ich mal, um an Bauten oder Sanierungen dran zu kommen. Also ohne Gerüst gibt es auch keine Baustelle, kann man ja eigentlich so sagen. Ne? Es gibt auch so Grob gesprochen ja. Es gibt zwar andere Möglichkeiten, aber in der Regel benutzt man Gerüst dafür. Und dabei ist das Gerüst dafür da, um in die Höhe zu kommen, aber auch dafür da, dass es schützt, ne? Dass man nicht runterfällt quasi. Dafür ist es da. Es schützt auch generell für Sachen im Boden, wie Minen oder so, oder innerbetrieblich in Schiffen oder so wird auch Gerüst gebraucht. Also Gerüst gibt es sehr oft, man sieht es nur nicht immer. Ja, hier sieht man es ja ganz gut. Wir sind hier im Ausstellungsraum von MJ Gerüst an der Ziegelstraße und wenn man sich nicht damit auskennt, hier kann man sich damit vertraut machen. Also wenn jemand hier die Ausbildung beginnt, dann kann er hier mal durchgeführt werden und dann weiß er auch, was so ein Gerüst ist. Ne? Ja, hier kann man auch dann im Detail die verschiedenen Gerüste erklären, die Unterschiede und alles Mögliche. Hier werden auch Schulungen für Kunden stattfinden und auch Produkte gezeigt, die gerade neu sind. Es gibt ja sehr viele unterschiedliche Gerüste. Als ich hier angefangen habe, war das alles Neuland für mich und für dich wahrscheinlich früher auch. Ja. Wie ist denn dein Werdegang hier gewesen? Ich habe meine Ausbildung hier gemacht 2004, habe die nach 2 Jahren vorzeitig beendet, habe dann bei Junior Kühlkörper im Vertrieb gearbeitet. Als Industriekaufmann? Als Industriekaufmann. Ja. Und ungefähr 2 Jahre später wurde ich dann von MJ transferiert und seitdem bin ich da und dann immer ein bisschen höher gekommen und so kann man hier seinen Gang gehen. Das ist bemerkenswert, ne? Von der Ausbildung bis zu der Position, die du da jetzt hast, das ist ja schon ein enormer Schritt und das alles im selben Unternehmen. Das ist auch schön. Ja. Und dann noch mit so schönen Produkten, denn wer Gerüste baut, der ist auch stolz drauf, wenn er sieht, wie sie eingesetzt werden. Auf jeden Fall. Und das schauen wir uns jetzt mal an, wie toll das aussehen kann, wenn man viel Zeit und viele Gerüstbauteile hat. Gar nicht so unwichtig ist ja, dass die Gerüstsysteme, die wir gesehen haben, also dass wir da gerade im Einsatz gesehen haben, dass das hier in Plettenberg hergestellt wird. Das ist gar nicht unwichtig und schön. Ja. Wie funktioniert das hier? Wir haben 2 Standorte in Plettenberg. Genau, wir haben 2 Standorte in Plettenberg, wo wir produzieren und eigentlich werden alle Produkte hier auch wirklich in Plettenberg produziert, die letztlich weltweit verkauft werden. Ja, was der Slogan Gerüste Made in Plettenberg natürlich verkörpert nach draußen, aber es ist auch ein Qualitätsmerkmal, dass wir halt genau wissen, von der ersten bis zur letzten Sekunde, wie ein Produkt hergestellt wird, welches Material verwendet wird, welche Vorgänge damit vorgegangen sind. Das wissen wir alles, auch die Kleinigkeiten, die an Produkten dran sind oder so. Kippstiftplättchen werden hier hergestellt, wo man dann wirklich weiß, was am Ende auch in den Produkten drin ist. Und wenn es mal eine Änderung gibt im Produkt, dann man kann natürlich sehr schnell darauf reagieren, ne, dass man das umsetzen kann. Wir haben oben am Osterloh, das ist, wenn man nach Plettenberg reinfährt, die große Schweißerei. Da werden sehr viele Teile
hergestellt, aber auch hier unten im Betrieb, wo wir jetzt gerade sind. Und da können wir uns mal anschauen, wie zum Beispiel Gerüstböden vollautomatisiert in der Produktion hergestellt werden. Was haben wir da, Tobi? Ja, genau, das ist unsere Stahlbodenanlage. Da kommen vorgestanzte Platten, werden jetzt da gerade eingelegt, die wir auch hier selber stanzen auf einer Schulerpresse. Die werden hier umgeformt und abgekantet und danach komplett fertig verschweißt. Das funktioniert alles total automatisiert auf verschiedenen Robotern. Und ganz am Ende werden die dann sogar noch automatisch abgestapelt, bevor die dann ihren Weg in die Verzinkerei gehen können. Also das ist ja für so einen jungen Menschen, der von der Schule kommt und das sieht, das ist ja Hightech-Industrie. Da kriegt man vielleicht erstmal ein bisschen Respekt, aber ich denke, dass auch gerade die jungen Leute, die den ganzen Tag am Computer sich beschäftigen, sagen wir mal damit, die stehen natürlich auch auf solche Dinge. Ne? Ja, auf jeden Fall. Das ist ja nur eine Maschine von den neuen Maschinen, die wir haben. Wir haben ja noch ganz andere neue Maschinen, von Laseranlagen bis modernen Schweißroboter-Techniken. Also kann man vielleicht auch zusammenfassend sagen, dass der Blaumann-Job, den es so früher gab, wo man verschmiert nach Hause gekommen ist, dass er sich so ein bisschen so gewandelt hat, dass man auch zwar im Blaumann, aber quasi am Computer steht. Man programmiert die Maschinen und das Ganze läuft ja sehr selbstständig. Hat der Moritz ja gerade auch noch darüber erzählt, was er so macht und das haben wir ja auch in seinem Film gesehen. Das ist also schon alles Hightech, was man hier so machen kann. Hightech pur. Ja, jeden Tag was Neues. Immer was anderes. Ja, vielen Dank. Gerne. Ich hoffe, dass die Gerüstbranche weiterhin so wächst, wie sie es in den letzten Monaten getan hat. Das hoffe ich auch. Aber die Anzeichen sind ne? gut. Ja. Ja. Dann danke ich dir für die Auskunft zu dem Thema Gerüstbau und eigentlich sind wir jetzt auch schon durch. Wir haben jetzt, glaube ich, so ziemlich viele Einblicke gegeben, die man so geben kann in die Junior-Gruppe hier in Plettenberg. Und wenn ihr jetzt Interesse habt, noch mehr zu erfahren, dann geht doch in unseren Live-Chat oder besucht doch mal unsere Homepages. Die können wir mal unten einblenden. Dann wisst ihr direkt, wie man da hinkommt. Danke für das Interesse und danke dir, Tobi. Und bis bald. Macht's gut.